Einen wunderschönen guten Tag. Ihr schaut Mo Fun VR, ich bin Mutensen und es gibt die PlayStation VR 2 Releases im Monat November. Wenn ich das hier aufnehme, haben wir gerade den 1. November. Wenn das Video rauskommt, dann geht es auch direkt los am 2. November. Ich werde euch jedes Spiel vorstellen hier. Und wichtig ist aber, dass ihr wisst, das ist ein dynamisches Video. Ich sage das jedes Mal. Gucken wir uns mal das vom letzten Monat an, dann muss ich es nicht so sehr erklären, dann seht ihr einfach, was los ist. Im Oktober habe ich ein Video gemacht, das hieß erstaunlicherweise alle Releases im Oktober. Da klicken wir jetzt mal rein. Wir gehen in die Kommentare und sehen dann, der erste Kommentar, der angepinnte, ist von mir und da stehen, zack, sämtliche Spiele, die im Oktober für die PlayStation VR 2 rausgekommen sind. Und ganz oben schreibe ich auch immer rein, welchen Stand das ist. Ich habe nämlich tatsächlich heute noch ein Spiel eingetragen. Ja, heute am 1.11. habe ich noch eingetragen, dass am 31.10. NFL Pro Area 2 für die PlayStation VR rausgekommen ist. Und genau das macht dieses Video. Meistens wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht alle Spiele, die erscheinen werden. Ja, das bleibt einfach dynamisch und ich trage sie dann auch in diesem Video hier unten in den Kommentaren Stück für Stück nach und nach ein. Also, wenn ihr wissen wollt, was für die PlayStation VR 2 im November 2023 erscheint an Games, dann guckt bitte unter diesem Video immer wieder in die Liste. Die wird täglich abgedatet und da ist es dann wirklich aktuell drin. Letzten Monat eine ganze Latte an Releases. Diesen Monat ist es bei weitem nicht so viel. Ich habe gerade mal 8 Sachen gezählt. Die gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Nicht richtig mitgezählt, aber immerhin auch ein VR-Ding. Tin Hearts bekommt heute am 2.11. eine VR-Demo. Jedenfalls ist das so angekündigt. Da kann man da mal reingucken. Ist übrigens ein ganz, ganz allerliebstes. Passt jetzt auch langsam so ein bisschen zur Weihnachtszeit, die auf uns zukommt. Ein Physik-Puzzle und Lemmings Mischmasch, würde ich das mal nennen. Wirklich toll. Gibt es jetzt schon länglich für Flat. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Am 2. kriegen wir dann auch Cactus Cowboys Desert Warfare. Das ist bereits der zweite Teil. Ja, der erste Teil von Cactus VR Studios war ein kostenloser Launch-Titel. Desert Warfare wird jetzt 15 Euro kosten. Auf einer Ausgrabungsstätte nahe der Bugland-Grenze wird eine geheimnisvolle Höhle entdeckt, als die Bug Army einen plötzlichen Angriff startet. Sie sind auf der Suche nach etwas in der Höhle, etwas so Wertvollem, dass es einen erbarmungslosen Krieg auslöst. Schlüpfen Sie in die Rolle von Cactus Cowboy, wehren Sie die Bug Army ab und decken Sie die finsteren Pläne Ihres Anführers auf. Tauchen Sie in ein actiongeladenes VR-Erlebnis, das Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird. Und das glaube ich auch. Der erste Teil war schon sehr witzig. Es gibt eine 8 Stunden lange Kampagne, ja, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Das ist quasi das Call of Duty in VR, nur dass ihr ein Kaktus seid und die Gegner sind Insekten genau genommen. Und das alles ist in relativ einfache, aber niedliche Low-Poly-Grafik verpackt. Hier habt ihr eigentlich alles, was ihr möchtet. Ja, man darf und muss Waffen manuell nachladen. Es gibt auch tatsächlich sehr viele davon. 12 Waffen werdet ihr haben und dann euch da storymäßig durchshooten, wie sich das gehört. Der Entwickler ist übrigens aus Deutschland und wir werden ihn demnächst auch mal interviewen und mal fragen, was so dahinter steckt. Vampire the Masquerade kommt jetzt auch am 2. raus. Wird 29 Euro kosten. Ich habe euch jetzt schon ein komplettes Review gemacht. Ja, ich finde es ein ganz ordentliches Spielchen. Kein Super-Hit, aber kann man mit arbeiten. Wenn ihr erfahren wollt, was das Spiel alles kann und soll, dann guckt euch bitte mein Video von gestern an. Außerdem am 2. relativ spät angekündigt ist Peaky Blinders, das Königs Lösegeld Komplett Edition. Das nennen sie immer ganz gerne so, weil wir jetzt auf der PlayStation diesen Port bekommen mit allen DLCs, der da schon hatte. Ich habe mir das seinerzeit auf der Quest und auf der Pico mal angesehen. Meins ist es nicht. Vielleicht nur was für Hardcore Peaky Blinder Fans. Als reines Spiel finde ich es jetzt nicht so aufregend. Die Game-Mechaniken sind alle ein bisschen einfach und hölzern. Aber schauen wir mal, was die PlayStation VR 2 Version macht. Ich bin ein bisschen verwundert, weil Kill It With Fire VR scheint offensichtlich auch ein Flat-Vorbild zu haben. Da ist sogar schon der zweite Teil erschienen. Ich wundere mich ein bisschen, denn es ist ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Ihr jagt Spinnen. Ja, mit allen möglichen Waffen. Da sollt ihr Spaß bei haben. So schaut es aus. Kommt am 7.11. raus. Übrigens um 17 Uhr steht hier gerade. Das fragen ja auch immer viele Leute. Am 17.11. wiederum kommt dann Tiger Blade und da wird es ein bisschen actionreicher. Werde ein koreanischer Actionheld. Tiger Blade bringt die stilvollen, adrenalingeladenen Kämpfe des besten koreanischen Neo-Noir-Action-Kinos auf die PlayStation VR 2. Schlage und schieße dir deinen Weg durch Reihen von Gangstern in einem risikoreichen Verfolgungsjagd durch die atmosphärische und sorgfältig nachgebildete Gassen und Straßen, Marktplätze und Docks von Siwon. Eine Geschichte des Verrats. Ja, ich habe die Trailer gesehen, ihr jetzt auch.
auch gerade scheint jetzt relativ einfach und arcadig zu sein. Ja? Also da erwarte ich jetzt auch einfach straightes Gameplay. Erinnert vielleicht so ein bisschen an Sachen wie VR Brigade oder solche Geschichten. Schauen wir mal, was wird's. Dann am 24.11.23 wird's gruselig mit Very Bad Dreams. Bad Dreams hat es schon für PlayStation 4 und VR gegeben. Very Bad Dreams ist jetzt die PlayStation VR 2 Fassung. Zwischen Traum und Albtraum liegt ein schmaler Grat. Bad Dreams wurde von einem unabhängigen französischen Studio entwickelt und ist weit mehr als nur ein Spiel. Es ist ein außergewöhnliches, immersives Erlebnis, bei dem ihr Leben ausschließlich von realen Handlungen abhängt. Sie müssen instinktiv reagieren, um in dieser beängstigten Welt zu überlegen. Ihre Augenlider werden schwer, die Geräusche des Fernsehers verstummen vor Müdigkeit und sie tauchen in diese Traumwelt ein, der Traum und Albtraum miteinander verschmelzen. Schlechte Träume. Ich denke mal, das ist einer der Titel, die ich mir eher nicht angucken werde. Ihr kennt das ja, ich habe Angst vor gruseligen Sachen, machen wir nicht. Das waren die Titel, die Daten haben. Jetzt haben wir noch 2 Ankündigungen, die für den November angekündigt sind, aber ohne Datum, nämlich einmal Barbaria. Hast du das Zeug zum mächtigsten in Barbaria? Ego-VR-Kampf mit einer Vielzahl von Waffen und Schergen. Asynchroner Mehrspielermodus. Greifen Sie von Spielern erstellte Bereiche an und erhalten Sie bei jedem Start des Spiels Angriffsmöglichkeiten. Setzen Sie Reichsfragmente zusammen und richten Sie Ihre Verteidigung strategisch ein. Sehen Sie sich Tabletop-Wiederholung von Angriffen anderer Spieler auf Ihr Reich an. Tod von oben. Hüpfe auf die Götterebene und nutze uralte Kräfte, um den Kampf von oben zu leiten. Ich glaube, das ist so eine Art Tower-Defense, bei dem man aber auch selbst handgreiflich werden kann. So sieht es auf jeden Fall im Trailer aus. Das ist ein Titel, der ist vor so circa 8 Monaten auf der Quest rausgekommen. Bleiben wir mal gespannt. Für mich muss ich sagen, fast das Highlight jetzt im November war die Ankündigung von Breachers für die PlayStation VR 2. Breachers habe ich schon gespielt auf der Pico, das gibt es mittlerweile auch für Steam VR und die Quest. Das ist ein richtig guter Taktik-Shooter. Von den Leuten, die Hyperdash gemacht haben. Triangle Factory liefert eigentlich immer extrem gut ab. Beta-Phasen von denen fühlen sich schon immer an wie fertige Spiele. Ganz besonders interessant, weil das jetzt eigentlich direkte Konkurrenz ist zu unserem guten Firewall Ultra. Auch hier hat man ein Team, das angreifen muss oder verteidigen. Man soll hier allerdings irgendwelche, ich weiß gar nicht, Maschinen oder Reaktoren oder so in die Luft jagen und nicht Laptop. Von der ganzen Game-Mechanik schon sehr, sehr schön. Man kann ja coole Sachen machen, wie sich durch verschlossene Wandbereiche und Türen durchsprengen in die Räume. Das ganze Waffenhandling hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt. Das sieht sogar auf den mobilen Konsolen sehr, sehr anständig aus für mobile Verhältnisse. Mal sehen, ob sie da noch einen draufsetzen für stationär. Aber es ist natürlich im Kern, kommt es vom Mobile, man darf da jetzt auch keine Wunder erwarten, aber es ist tatsächlich ein runder, funktionierender Tactical-Shooter und es ist ziemlich gut, dass wir den dann auch auf der PlayStation VR 2 haben können. Das Ganze hat natürlich Crossplay mit den ganzen anderen Versionen und so könnt ihr mit allen euren Kumpels spielen, egal was für ein Headset ihr habt. Das ist doch immer am geilsten, oder? Vor kurzem haben sie nochmal Among Us VR für die PlayStation VR angekündigt. Konkrete Daten haben wir allerdings nicht. Ich denke, das fällt jetzt im Verlauf dieses Monats noch alles ein bisschen raus. Im Dezember sieht es dann mit den high-endigen Titeln wieder ein bisschen besser aus. Da haben wir Arashi The Final Cut und vor allen Dingen Arizona Sunshine 2, Bulletstorm VR. Ganz vielleicht kommt ja da auch der VR-Mode für Resident Evil, das Remake, raus. Im Dezember wird es dann also wieder ein bisschen saftiger mit den größeren Titeln. Ich würde mich sehr über einen Kommentar von euch freuen. Welcher Titel ist für euch interessant diesen Monat? Ein Däumchen wäre natürlich auch richtig fein. Ansonsten sehen wir uns dann einfach irgendwie, irgendwann, irgendwo auf diesem Kanal. Bis dann, Mutensimo von VR. Immer für euch da. Bye, bye.